Willkommen zum US-Kreditkarten-Talk. Mein Name ist Lars Korsten, hier wieder zu einer frisch gepressten Sendung. Das Licht, tut mir leid, dass das flackert, ich kriege es irgendwie nicht weg. Ich habe das gedreht und gemacht und getan, aber die Wellenlänge passt halt ehrlicherweise nicht. Ja, lass uns das Thema angehen, und zwar die Frage kommt jede Woche: Wie oft kann ich in den USA eine Kreditkarte beantragen, ohne abgelehnt zu werden? Grundsätzlich abgelehnt kannst du immer werden, ne? Da muss man mal einfach gucken. Und es hängt davon ab, wer du bist, was du hast und welche Karte du willst. Also das heißt, das sind natürlich die ehrlichen Fragen, die man da stellen muss und wo man dann thematisch drauf eingehen sollte. Und lasst uns das Ganze mal wieder aufteilen. Ich gehe mal im Segment 1 darauf ein. Größter Fehler: Das sind Random Applications, also einfach mal so, ich bewerbe mich mal. Auch ich habe das gemacht, bin abgeperlt, war doof. Denn die meisten Leute schießen blind auf Karten, sie sehen einen Bonus, drücken auf Apply und wundern sich: Denied. Es ist halt nicht immer denied, bei mir waren das, dann kommen dann immer irgendwelche merkwürdigen Anforderungen für irgendwelche Briefe und so weiter. Und wichtig ist halt, es ist dumm. Es war auch von mir dumm. Denn jedes Mal, wenn ihr eine Karte anfragt und ihr denied werdet, habt ihr zumindest einen Hardpull drin, der bleibt für 2 Jahre im System. Und wenn man über 5 Anfragen in kurzer Zeit macht, dann wirkt das wie Panik, das ist das Risikoverhalten, und die Banken sehen dein Muster. Du bist dann ein Credit Seeker, also jemand, der Kredit braucht. In den USA interessiert nicht dein Score ausschließlich. Die Banken bewerten deine Absicht und Stabilität. Also Chaos im Report ist ganz klar Risiko, und solche random Applications sind halt einfach Risiko. Ja, dann die Regel Nummer 1, habe eine Strategie. Du brauchst die Reihenfolge nicht Chaos. Also im besten Fall muss man auch gucken, welche Kreditkarten man zuerst nimmt. Ich persönlich empfehle immer zuerst mit Chase anzufangen, weil die haben 524, das heißt also 5 Kreditkarten in 24 Monaten. Das ist das Wichtigste. Dann Amex, denn Amex hat einen Soft-Pull. Das heißt also, du siehst ja auch bei Amex, ob die dich nehmen wollen, und die haben auch ein internes Scoring. Dann kommt erst Citibank, Discover und Capital One und alles. Warum? Weil Chase sperrt dich einfach raus, wenn du zu viele Karten beantragt hast. Die haben keinen Bock auf dich. Das ist automatisiert, da gibt es auch keinen Weg drumherum. Ja, manchmal bei Businesskarten, wenn sie ein bisschen greedy sind und Businesskarten verkaufen wollen, dann sind sie da ein bisschen anders, aber normalerweise ist es halt eher nicht so. Amex ist kulant, aber will interne Daten haben. Capital One ist sensibel bei zu vielen Anfragen, die werden dann auch wuschig. Und Citi liebt dünne Files nicht. Und das ist halt mein Thema bei Citi immer gewesen, dass meine Files too thin sind. Die fragen bei mir dann Sachen an. Und deshalb habe ich dann beschlossen, ich mache meinen File erstmal thicker, also erstmal dicker. Und jetzt ist die Frage, wie oft kannst du wirklich beantragen? Alle 90 Tage 1 bis 2 neue Karten. Kann man so sagen, ab und zu. Ne? Also alle 3 Monate. Pro Bank. Chase alle 90 Tage eine Karte. Amex alle 5 Tage eine Karte, maximal 2 Karten in 90 Tagen. Das ist so die Daumenregel. Capital One unberechenbar, eher eine Karte pro 6 Monate. Die sind auch sehr merkwürdig. Citi alle 8 Tage eine Karte, maximal 2 Karten pro 60 Tage. Bei Discover einmal pro Jahr so ungefähr. Also da vorsichtig sein. Und jetzt gehen wir mal auf die Chancen ein und auf die Faktoren ein, die die Chancen überhaupt bestimmen. Und das ist die Anzahl der Hard Inquires. Mehr als 5 in 6 Monaten, viele Banken mögen das nicht. Chase und Citi sagen dann, machen wir nicht. Alter deines ältesten Accounts unter einem Jahr ist hohe Ablehnungsquote bei Citi und bei Capital One. Das Durchschnittsalter deiner Accounts, je höher, desto besser. Unter 6 Monaten Durchschnitt ist kritisch. Zu viele neue Accounts. Wenn du 4 Karten in 3 Monaten öffnest, denkt die Bank, warum braucht er so viel Kredit? Das heißt also, ihr solltet da wirklich vorsichtig sein. Sage ich immer wieder. Und dann 5 natürlich Soft versus Hardpull ist ein Gamechanger. Was ist ein Softpull, was ist ein Hardpull? Softpull ist einfach, die gucken sich an, was bei euch los ist, aber gehen da nicht in die Tiefe rein. Hardpull ist, man meldet auch, dass du halt wirklich eine Kreditkarte haben wolltest. Amex, erster Antrag gleich Hardpull. Weitere Karten sind halt nur noch ein Softpull. Vorteil, du kannst strategisch mehrere Karten holen bei Amex. Bei Chase, Citi, Capital One ist immer ein Hardpull. Also die machen immer einen Hardpull, und die machen auch mehrmals einen Hardpull für dieselbe Scheiße, wenn du zum Beispiel irgendwelche Daten nachliefern musst. Also ist eine Riesenkatastrophe. Und jetzt
wann solltest du nicht beantragen? Das ist ganz, ganz wichtig. Nach zu vielen neuen Accounts, direkt nach Kreditlinienernhöhung, wenn dein Score unter 680 liegt, wenn du kein echtes Einkommen nachweisen kannst und direkt nach der Ablehnung mindestens 30 bis 60 Tage warten. Und jetzt einfach mal die perfekte Timeline für euch hier. Monat 1, da kann man so eine Chase Freedom holen, wer schon ein bisschen was hat zu zeigen, kann auch eine Sapphire holen. Ansonsten eine Amex Gold oder nur eine Green. Dann am Monat 3 vielleicht eine Chase Ink Business, falls möglich, wenn ihr eine LLC habt. Amex Blue Business Plus. Und dann 6 Monate später, also Monat 6, Capital One Venture X City Premier wäre zum Beispiel eine interessante Karte. Und nach 12 Monaten Anex Platinum, Chase Sapphire Reserve, Marriott Brilliant, Hilton Aspire, halt diese Karten. So würde ich vorgehen, wenn ich so einen klassischen Plan erstelle. Aber es ist halt immer individuell verschieden, deshalb machen wir auch mit unseren First-Class-Kunden da eigene Fahrpläne. Und jetzt gehen wir noch mal ein auf so ein paar Mythen, die es gibt. Es gibt da ja immer so ein paar Spezialisten, die dann sagen, ich habe mal im Internet gelesen. Mehr Karten gleich schlechter Score. Das stimmt nicht. Falsch. Mehr Karten, mehr verfügbare Kreditlinie, besser für die Utilization. Ist so. Ein Denied toucht alles nein. Ein Hard Inquiry sind irgendwie 5, 10, 20 Punkte für wenige Monate. Und dann ist es halt wirklich so. Ich brauche erst ein Jahr Erfahrung. Viele bekommen nach 90 Tagen bereits Top-Karten, wenn sauber geführt. Also das heißt, man muss dann alles halt zusammenpassen, aber es geht auch. Und zum Abschluss möchte ich das sagen, dass ihr natürlich, wenn ihr wissen wollt, welche Karten ihr beantragen sollt, dann macht einen kostenlosen Check bei uns im Kreditkartenkorb. Kommt auf School und dann können wir darüber gerne diskutieren. Und da könnten wir dann auch einmal gucken, wie ihr dann eure Kreditkarten beantragt und wie eure Journey ist. Und jetzt wisst ihr ja auch, wie viele Karten ihr beantragen könnt und wie ihr sie beantragen könnt. Wer es aber individualisiert haben möchte, gerne bei School. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart beim US-Kreditkarten-Talk. Ich freue mich auf euch. Bis zur nächsten Sendung. Bis dann. Ciao, ciao.